In meinem letzten Video zur Brutus 2.1 Zigarettenstopfmaschine konnte man sehr schön sehen, dass ich andauernd massive Probleme mit der Hülsenzufuhr habe. Das habe ich geändert und wie, zeige ich euch in diesem Video. Mein Name ist Andreas, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Genau wie in meinem letzten Video werde ich auch dieses Video komplett durchlaufen lassen. Das heißt, sobald ich die Maschine auf Automatikmodus stelle, werde ich keinen Schnitt mehr vornehmen. So könnt ihr sehen, dass ich euch nicht anflunker und hier wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Wie man hier sehen kann, habe ich bereits alles verbaut. Im Lieferumfang ist einmal die Hülsenrüttelplatte und einmal der Trennkeil vorne enthalten. Alles aus Plexiglas, in fluoreszierend gelb, grün oder rot oder auch blau oder ihr könnt es auch in transparent bekommen. Ganz wie ihr mögt. Und eine neue Befestigungsschraube bzw. ein Befestigungsteil ist mit dabei, damit die Rüttelplatte hinten an diesem Rundstab befestigt werden kann. Der alte passt dann nämlich nicht mehr und der neue ist auch gleichzeitig verstellbar, was ganz praktisch ist. Zuallererst stellen wir den Keil genau ein. Dazu lösen wir vorne die beiden Muttern und gehen mit einem spitzen Gegenstand, zum Beispiel hier diesen Inbusschlüssel, einmal drunter und drücken den Keil nach oben und ziehen die beiden Muttern dann wieder an. In dieser Grundeinstellung funktioniert eigentlich schon alles. Wenn ihr dann doch merken solltet, es stapeln sich die Hülsen unter dem Keil oder die verkanten sich, könnt ihr den Keil gerne noch etwas tiefer setzen. Aber ich habe das jetzt so konstruiert, dass wenn der Keil ganz oben ist, habt ihr eigentlich eine perfekte Einstellung. Da die Toleranzen bei der Brutus ja mit Sicherheit auch vorhanden sind, habe ich es halt verstellbar gemacht. Wundert euch bitte nicht, weshalb die Hülsen nicht jetzt schon nach unten rutschen. Das hat einfach den Grund, da der Rüttelmotor gerade mit seinem Rütteldrehteil ganz oben steht und ich jetzt hier noch am Rumschrauben bin. Das ändert sich gleich, immer mit der Ruhe. Zum Tabak sei gesagt, der hat noch 14,2% Restfeuchte. Ich habe ihn nicht getrocknet, ich habe einfach die Dose aufgemacht und den Tabak oben reingekippt. Natürlich ist das für die Brutus nicht optimal. Das wird sich dann zeigen, dass 1, 2, 3 oder auch mehr Fehlstopfungen vorhanden sind. Das ist dann völlig normal. Aber ich wollte jetzt einfach mit dem Video starten. Ich hatte jetzt keine Lust, bei der jetzigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit den Tabak zu trocknen. Das ist nämlich nicht wirklich einfach. Und von daher habe ich jetzt gar nichts gemacht. Ne? Ja, soweit sind die Hülsen jetzt drin. 400 Stück an der Zahl. Und ich würde sagen, dann können wir gleich loslegen. So, jetzt kommen meine letzten Worte, dann werde ich euch komplett hier alleine lassen, damit ihr das Video verfolgen könnt. Ich werde jetzt ein paar Probestopfungen machen, werde die Maschine genau einstellen, sodass das Stopfergebnis so ist, wie ich es mir wünsche, von der Härte vor allen Dingen. Dann werde ich eine mal eben ausprobieren und dann stelle ich auf Automatik und lasse die Maschine durchlaufen. Ihr werdet merken, der Tabak, der flutscht oben dann jetzt nicht ganz so gut nach wie beim letzten Mal im Video. Hier muss ich dann doch wohl 5, 6 Mal dabei und ein bisschen Tabak umrühren da oben in diesem Trichter. Ja, das liegt auch daran, der Tabak ist einfach viel zu feucht und dieser Eimer hat auch noch ziemlich lange Fasern. Aber mit einem trockenen Tabak wäre das viel, viel einfacher gewesen. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt einfach loslegen und das mache ich jetzt auch gleich. Dementsprechend schaut euch das Ergebnis einfach mal an und schaut euch auch an, wie schön die Hülsen da jetzt durchlaufen.
Der Tabak neigt sich zu Ende und dieses Video folglich auch. Habt ihr mitgezählt, wie viel Mal haben sich jetzt die Hülsen verkantet? Genau, 0 Mal. Es lief einwandfrei durch, nicht ein einziges Mal haben wir hier eine verkantete Hülse gehabt oder dass keine Hülse mehr nachkam, wie so etliche Male im letzten Video passiert. Ja, das Ergebnis erfreut mich und wie gesagt, ich verlinke euch die Teile unten in der Videobeschreibung. Der Umbau, der dauert vielleicht 10 Minuten, dann seid ihr fertig damit und dann könnt ihr auch in Ruhe stopfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Andy.